Hallo meine Lieben, wir sind schon beim dritten Tag mit der Brother Skitch. Am ersten Tag war ja die Maschine dran, am zweiten Tag das Zubehör und heute geht es um die App, um die Aspira App, mit der ihr die Maschine bedient, und da will ich euch die App wirklich im Detail zeigen und auch Vor- und Nachteile, auch das Thema Abo gucken wir uns an und ja, ich würde sagen, da starten wir auch gleich nach dem Intro. Die App gibt es ja als kostenlose Version und mit einem Abo. Das heißt, per se könnt ihr die Aspira App nutzen, ohne etwas dafür zu bezahlen und auch ohne Abo. Ich habe hier gleich mal die Seite von Brother zur Aspira App genommen, damit wir vergleichen können, was ich mit welcher Version machen kann. Das heißt, hier auf der linken Seite kostenlos, auf der rechten Seite mit Abonnement. Zugänge im Vergleich zum Magazin. Bei der kostenlosen Version habt ihr einfach immer Zugriff auf die Ausgabe pro Monat und ein eingeschränkter Zugang zu den Archiven. Und bei der bezahlten habt ihr unbegrenzten Zugriff auf alle Zeitschriften und Projekte. Die monatlichen Projekte hier eingeschränkter Zugriff auf das Projektarchiv. Nur die neuesten Projekte der ersten Ausgabe eines jeden Monats werden angezeigt und können übertragen werden. Hier unbegrenzt. Von den Mustern her, wir haben bei der Gratis-Version 500 Stickdateien und 500 Schneidedateien, weil Aspira kann ja auch mit dem Brother Plotter verwendet werden, und bei der bezahlten Version haben wir 7000 Stickdateien und 3000 Schneidedateien. Gewerbliche Nutzung ist bei beiden gleich, das heißt, wenn kein Copyright-Hinweis angezeigt wird, ist die Verwendung für die gewerbliche Nutzung erlaubt. Dann bei den Werkzeugen zum Bearbeiten haben wir hier den Unterschied von der Gratis zur bezahlten Version oder zur Abo-Version. Beim Sticken, ihr könnt verschieben, drehen, die Größe ändern, die Farbe ändern, das geht bei beiden. Zusätzlich beim Abo könnt ihr die Linien verbinden und die Form, und ich habe die Formfüllfunktion. Was das bedeutet, seht ihr nachher gleich noch. Schneiden gucken wir uns jetzt nicht an, weil es geht hier um die Stickdateien heute. Zeichenwerkzeuge, Farbe, ihr habt ein Stickmotiv, bei dem hier habt ihr 61 Stickmotive. Zeichenwerkzeug von den Vorlagen her habt ihr 35 Stickmotive versus 125 Stickmotive. Designvorlage 11 Stickmotive versus 111 Stickmotive. Und bei der Bildkonvertierung, ihr könnt hier ein Ausschneiden machen, Line Art Tracing, das geht aber jetzt wieder in die Richtung vom Plotter, nicht vom Sticken, sondern hier beim Sticken, was ihr bei der Gratis-Version nicht habt, ist, dass ihr Zugang zur Fotodigitalisierung und zum Kreuzstich habt. Porträtfotos in Stickdateien umwandeln ist bei der Gratis-Version nicht verfügbar, bei der bezahlten Version könnt ihr das machen. Schriftarten habt ihr zum Sticken hier 10, hier habt ihr 30. Da zeige ich euch nachher noch kurz, was ihr im Zusammenhang mit dem Tracing hier noch machen könnt oder mit der Digitalisierung. Externe Dateien importieren bis 20 Dateien, bis 100 Dateien, Stickdateien eben PS, PHC, PHX und DST bei beiden. Und das heißt aber nicht, dass ihr nur 20 Dateien und dann könnt ihr die App nicht mehr verwenden, sondern ich werde euch zeigen, wie ihr Dateien, die ihr nicht mehr braucht, rauslöschen könnt. Ihr habt ja die dann auf entweder dem iPad oder dem Mobile Phone gespeichert irgendwo. Dann könnt ihr die, wenn ihr die später irgendwann mal wieder braucht, dann wieder importieren. Also das hier sehe ich jetzt nicht als einen Grund von den Anzahl der Dateien, dass man da die bezahlte Version nimmt. Es gibt andere Sachen, die ich cool finde, aber das wäre jetzt für mich kein Argument. AR, das heißt Augmented Reality Funktion, das heißt, dass ich mit der Kamera und dem Stickrahmen das Motiv platzieren kann. Das ist bei beiden möglich.
Und meine Kreationen in der Cloud, im Cloud-Speicher ablegen sind hier eben 20 und hier 100. Vom Preis her die kostenlose Version logischerweise kostenlos und die bezahlte Version ist 12,99 pro Monat. Es gibt aber dann, wir gucken uns nachher noch an, auch einen Jahresplan. Das ist ein bisschen günstiger. Hier einfach, dass ihr die Unterschiede schon mal auf einen Überblick habt. Ich werde euch den Link dann unten auch in die Videobeschreibung reinmachen. Dann, was auch noch wichtig ist, wo haben wir es? Hier. Unterstützte Betriebssysteme und Geräte. Da haben wir bei Android 8.0 oder neuer und bei iOS, das heißt Apple, sind wir bei 13.0 oder neuer. Das Ganze steht nur fürs iPad oder fürs Mobile Phone zur Verfügung. Es gibt keine Version für den PC. Und wenn ihr im App Store sucht, ist das hier diese Brother Artspira App, die ihr installieren könnt. Und bitte fragt mich nicht zu den Android-Geräten. Ich habe keins, ich habe noch nie eins verwendet. Von dem her kann ich euch da nicht wirklich weiterhelfen. Ja, ich zeige euch das heute wirklich auf dem iPad. Und hier seht ihr jetzt schon mal die erste Herausforderung, die ich habe heute. Dieses Ding steht nicht als Landscape-Version zur Verfügung, sondern nur als Portrait. Das heißt, für euch wird es heute ein bisschen kleiner. Ich hoffe, es funktioniert einigermaßen für euch. So, jetzt haben wir hier oben, habt ihr ein Glockensymbol, das sind einfach die neuesten Nachrichten. Hier werden in der Regel Erneuerungen für die App angezeigt. Dann habt ihr hier eure Favoriten, den Zugriff auf alle eure Favoriten. Sachen, die ihr mit Herz markiert habt. Und dann könnt ihr hier auch die Geräte registrieren. Ich muss hier die Stickmaschine, nee, die ist da. Genau, einfach im Moment nicht verbunden, weil ich sie nicht eingeschaltet habe. Was vielleicht vielen nicht bewusst ist, die Artspira-App könnt ihr eben auch mit dem Brother, also mit einigen Brother-Plottern verwenden, die gekoppelt werden können. Ja. Habe ich persönlich noch nicht gemacht. Für mich spannend ist hier ganz einfach das Thema Stickmaschine. Wenn ihr eure eben da noch nicht gekoppelt habt, dann geht das hier über Registrieren. Dann könnt ihr hier über Suche nach Sachen suchen. Ihr habt hier ganz oben Erkunden, Stickdaten, Schneidemuster, Projekte, Designschablonen. Dann eben die Artspira Zeitschrift, wo ihr, wenn ihr seht auch die Krönchen, das zeichnet jeweils aus, ob das eben eine Funktion ist mit Abo oder ohne Abo. Jetzt hier zum Beispiel in die rein. Bei den Zeitschriften habt ihr eben verschiedene Projekte und da könnt ihr auch auf ein Projekt drauf gehen. Und dann manchmal gibt es ein Video dazu, es gibt Bilder dazu und dann wird euch auch angezeigt, wie ihr dann dieses Projekt umsetzen könnt. Genau. Dann haben wir neue kostenpflichtige Muster, dann haben wir neue gratis Stickmuster. Wir haben kostenpflichtige Designvorlagen, gratis Designvorlagen, dann eben beliebte Projekte, dann beliebte Stickmuster. Für diejenigen, die den Cricut Design Space kennen, das wird euch alles so ein bisschen bekannt vorkommen, sicherlich. Dann haben wir Designempfehlungen, wir haben neue kostenpflichtige Schnittdateien, Gratis-Schnittdateien, das ist eben wieder Plotter hier, beliebte Schnittdateien. Und Specials haben wir hier unten noch die kostenlosen Sketch-Designs. Da findet ihr eben auch kostenlose Beispiele, wenn ihr kein Abo habt für die Sketch. Ich denke mal, man hat das hier gemacht, weil wir ja mit der Sketch auf den 10x10 Rahmen beschränkt sind. Deshalb hat man hier einfach Dateien sich rausgefiltert, die auf den 10x10 Rahmen gehen. Das können wir uns dann aber auch nachher noch kurz angucken, wie ihr das filtern könnt. Das ist schon mal das, was ihr hier auf der Startseite findet. Und genau, hier unten, eben, wir sind auf der Startseite, dann haben wir Galerie. Und Galerie ist mehr so, Leute haben was gemacht und die laden das hier hoch, um euch das einfach zu zeigen. Na, als quasi Ideen
Sammlung. Das ist es. Neu gehen wir nachher gleich drauf. Meine Kreationen sind die Dateien, die ihr selber schon erstellt habt. Ihr seht hier zum Beispiel das Testherz, was ich gemacht hatte, und das Flugzeug, was ich gemacht hatte. Die sind schon mal da. Und hier sehen wir jetzt eben auch die Anzahl. Ihr seht jetzt, ich habe 13 von 100, weil ich eben ein Abo habe. Wenn ihr keins habt, dann würde hier stehen 13 von 20. Und wenn ihr jetzt sagt, ne, ich habe Dateien drin, die ich eigentlich nicht mehr brauche, dann gehe ich einfach auf Bearbeiten hier oben, kann dann eine auswählen und kann dann hier unten sagen, ich will die löschen. Wenn ihr es gemacht habt, dann könnt ihr wieder auf Abbrechen gehen und dann seid ihr wieder im normalen Fenster drin. Das heißt, ihr könnt hier auf die Dateien zugreifen. Wenn ihr gekaufte Dateien hochladen wollt, dann geht ihr hier oben aufs Plus und dann könnt ihr sagen, externe Dateien importieren. Hier müsst ihr einfach immer dran denken, dass ihr, also ZIP-Dateien kann er nicht lesen. Das ist wie wenn ein Schloss vor die Tür gemacht wurde. Ihr müsst die zuerst anzippen. Bei mir ist es einfach, ich kann da einfach drauf drücken und dann wird ein normaler Ordner erstellt. Und ich habe natürlich, also das ist jetzt eine Datei von Stickherz. Und da konnte ich schon bei ihr im Shop auswählen, für was für eine Hubgröße, also für was für eine Rahmengröße ich das haben will. Und da habe ich schon 10×10 eingegeben. Und ja, dann seht ihr auch, also er merkt selber, welche Dateien er lesen kann oder nicht. Und hier jetzt eben sind wir bei den PES-Dateien oder den DST-Dateien. Ja, dann könnt ihr dann auf die PES-Datei drauf und dann wird es euch hochgeladen in eure Projekte rein. Ich habe das schon gemacht. Das wird dann bei mir hier so angezeigt. Kann man noch kurz angucken. Das ist eine der Dateien, die wir morgen machen werden. Und ja, hier könnte ich noch zusätzliche Sachen reinnehmen. Ich könnte noch Text hinzufügen. Das sehen wir nachher beim Bearbeiten. Ich könnte hier die Hubgröße ändern. Macht jetzt bei uns bei den 10×10 nicht so Sinn. Dann kann ich das entweder speichern oder sagen erledigt und so könnte ich das dann auch schon übergeben. Oder ich kann bei den Informationen angucken, den Namen, die Größe, Stickzeit 6 Minuten, Stickzahl 3600, die verschiedenen Farben, die hier verwendet werden. Das sieht ein bisschen nach viel aus, ist ganz einfach, weil das eine Applikationsdatei ist und wir da immer wieder den Faden ändern. Genau, erledigt und so könnte ich das Ganze dann übertragen. Jetzt sage ich immer abbrechen, weil ich will an der Datei im Moment eigentlich nichts ändern. Dann haben wir hier bei den Einstellungen ganz einfach eure Kontoinformationen, Maschineneinstellungen, wo ihr die auch wieder koppeln könnt und eben hier das Abonnement. Da seht ihr jetzt auch, wir haben 13 Franken pro Monat oder 120 pro Jahr. Also 16% Ersparnis gegenüber dem monatlichen Abo. Das heißt, wenn ihr euch dafür entscheidet, also ihr könnt es einen Monat lang austesten, gratis. Und dann bekommt ihr eine E-Mail von wegen, wenn ihr das nicht verlängern wollt, dann müsstet ihr darauf reagieren und das wieder löschen. Oder ihr sagt dann, ne, ich möchte das länger haben. Und dann könnt ihr immer noch sagen, eben, ihr nehmt ein Jahresabonnement. Ihr habt auch hier Zugriff auf eure Favoriten, auf den Verlauf, das heißt die letzten Sachen, die ihr angeguckt habt. Bei den Einheiten könnt ihr sagen, ob Millimeter, Zoll oder Yard. Dann habt ihr die Benachrichtigungen, Supportseite und Informationen. Das ist das bei den Einstellungen. Jetzt, wenn ich hier auf Neu gehe, könnt ihr eben auswählen, ob Schneiden, das wäre das mit dem Plotter, oder Sticken. Wir bleiben bei Sticken heute, wie gesagt, weil das das Ziel von diesem Video ist. Ihr seht jetzt, dass eines ein Krönchen hat. Das ist eben genau das, was ihr nur mit dem Abo machen könnt. Gucken wir uns das erste an, Design Editor. Da fragt ihr euch zuerst nach der Hubgröße, also nach der Rahmengröße. Und dann können wir hier unten Plus und AA, das heißt Text einfügen. Das heißt, Text können wir hier einfach sagen. Machen wir mal Beispiel. Dann kann ich sagen, erledigt.
Und wenn ich jetzt etwas daran ändern will, muss ich es antippen und dann kann ich sagen bearbeiten, dass wir einfach den Text wieder ändern. Ich kann hier verschieben sagen, das heißt, ich kann es drehen um 90 Grad, um 10 Grad, um 1 Grad, ne? Also in 1 Grad Schritten oder 10 Grad Schritten oder 90 Grad Schritten. Ich kann verschieben, ich kann hier auf 0 zurücksetzen, ich kann es verschieben, ich kann auch nach rechts, links oder es wieder zurück in den Mittelpunkt setzen. Dann kann ich es kippen, das heißt spiegeln horizontal oder spiegeln vertikal. Genau, das sind die Sachen, die ich hier machen kann. Schriftart, da haben wir auch einen Unterschied zwischen Abo eben und der Gratis-Version. Hier oben könntet ihr den Text einfach wieder ändern und dann seht ihr auch, welche in der Gratis-Version drin sind. Die mit Krönchen wären dann die mit dem Abo zur Verfügung stehen. Soweit ich das gesehen habe vorhin oder mir das merken konnte, waren es 10 für wenn ihr kein Abo habt und 30, wenn ihr ein Abo habt. Schön für mich wäre, wenn ich alle meine Schriften hier drin hätte. Habe ich nicht, aber da zeige ich euch dann noch eine Option, wie ihr das anders lösen könnt. Und dann könnt ihr ja auch die Größe ändern von eurer Schrift und dann auch den Buchstabenabstand. Das heißt, unter 0 könnt ihr nicht gehen, aber ihr könnt es noch mehr auseinander stoßen. Wenn euch das für euch passt, dann könnt ihr hier erledigt sagen. Dann das nächste, die Farbe. Das heißt, wir könnten das hier auch auf eine andere Farbe setzen. Und löschen ist dann ganz einfach, das Ganze wieder zu löschen. Ich schiebe das hier kurz ein bisschen hoch. Und gehe raus. Das heißt, ich tippe irgendwo außerhalb von diesem Schriftzug. Dann kommen wir wieder hier, wo ich das Plus habe. Dann kann ich hier ein Design einfügen. Sagen wir mal, ich will Tiere, einen Bär oder einen Panda. Eichhörnchen, süß. Okay. Und jetzt seht ihr hier auch, dass ihr Filter zur Verfügung habt. Das heißt, wenn ihr jetzt kein Abo habt, könnt ihr hier auch sagen, ich will nur die angezeigt haben, die kostenlos sind. Geht es ein bisschen einfacher, um dann die Gratis-Designs zu finden. Und ihr könnt hier eben auch sagen, ich will nur das angezeigt haben, was mit 10×10 und ich kann nur eins davon. Also, sorry, ich dachte, es wäre eine Mehrfachauswahl, ist nur Einfachauswahl. Das heißt, entweder alle oder die 10×10 oder die 70×70, wenn dann der Rahmen rauskommt, könntet ihr auch die auswählen. Ich nehme jetzt 10×10 und dann werden mir nur die Ergebnisse angezeigt, die für den 10×10 Rahmen sind. Nehmen jetzt hier diesen süßen kleinen. Kann sagen, erledigt. Und ihr seht übrigens hier auch, ihr könnt auch hier eben das als Favorit setzen, wenn ihr das wollt. Und wenn ihr auf die 3 Pünktchen geht, seht ihr auch die Farben und die Größe von diesem Element. Genau, jetzt haben wir hier dieses Element und eben, wenn ihr das bearbeiten wollt, drauf tippen und auch hier, also ihr könnt es austauschen, ihr könnt es auch hier wieder verschieben, genau gleich wie mit der Schrift. Ihr könnt die Größe ändern. Denkt daran, dass ihr nicht mehr als 10% größer oder kleiner geht. Dann könnt ihr die Farben ändern. Das heißt, wenn ich hier gerne, was nehmen wir? Ich hätte gerne ein graues Eichhörnchen. Nehmen wir das hier. Dann, das ist nur eine Stickfarbe, die kann ich grau nehmen. Dann hier die Füllfarbe, nehme ich auch so ein Grau. Schwarz lasse ich schwarz und die Ausfüllung nehme ich hellgrau. Und das müsste weiß sein, genau. Das lassen wir so. Kann ich sagen, erledigt. Und dann seht ihr, dass das Ganze auch schon anders aussieht. Passt jetzt hier nicht ganz so. Was war das hier? Die Konturfarbe müsste dunkler sein, damit man das auch ein bisschen sieht. Respektive die
kleine Nuss, die er hier in den Händen hat. Macht auch keinen Sinn in der Farbe. Nehmen wir einen. Sowas? Ja. Dann seht ihr, dass sich das Ganze verändert hat. Größe, wie gesagt, könnt ihr hier jetzt nicht groß ändern, sondern nur im Rahmen von diesen plus minus 10%. Und wenn ihr das alles so vorbereitet habt, könntet ihr sagen, erledigt. Er fragt euch, wollt ihr speichern oder wollt ihr es nicht speichern? Ich mache jetzt hier nicht speichern, weil ich das nicht mehr brauche. Und ihr müsst, um es umzusetzen, müsst ihr es nicht jedes Mal speichern. Sicherheitshalber macht ihr es vielleicht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn das Ganze hier abstürzt. Von dem her, vielleicht speichert ihr es und wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr es auch wieder löschen. Habe ich euch ja vorhin gezeigt, wie ihr das machen könnt. Hier bei der Information, dann habt ihr eben, ich habe jetzt keinen Namen, die Größe von der Datei, die Stickzeit wäre jetzt 10 Minuten für das, Stickzahl 6170 und dann eben die Farben, die ihr hier verwenden würde. Und eben so könntet ihr das Ganze auch übertragen und ja, anfangen zu sticken. Ich sage jetzt hier abbrechen. Übrigens, hier oben habt ihr auch immer ein rückgängig machen und ein wiederherstellen. Genau. Sage ich verwerfen. Gut. Das war der Design Editor. Dann haben wir ein Zeichenwerkzeug. Auch wieder die Größe des Hubs. Und hier habt ihr einerseits, also ihr könnt sagen, wollt ihr, also ich bin jetzt hier auf dem Stift. Jetzt kann ich sagen, eine Linie. Super. Kleine Vorwarnung, beim Zeichnen stürzt er extrem gerne ab. Ich versuche es nochmal. Hier zeichnen, sage Elo. Das wäre das. Oder ich kann sagen, ich will ein satter Stich. Dann wären wir hier. Es gibt hier noch die Möglichkeit, das so ein bisschen zu glätten. Ich habe allerdings nicht einen super großen Unterschied festgestellt zwischen glätten oder nicht glätten. Also es ist nicht so wie bei zum Beispiel Procreate, wo das doch eine massive Auswirkung hat. Dann habt ihr hier Zeichnungslinien automatisch verbinden. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kreis mache, dass er den Kreis quasi schließt. Das ist nur in der Pro-Version drin. Das ist das. Dann, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Kreis zeichne, kann ich sagen, will ich die Linienfarbe, hätte ich jetzt gerne, nehmen wir dunkel, violett, erledigt. Das Element auswählen wäre nicht schlecht. Das heißt hier auswählen, Linienfarbe dunkelviolett oder violett. Und dann kann ich aber auch sagen, wenn ich eine Füllfarbe gerne haben möchte, das geht. Dann eben Stift ist das Zeichnen. Der Radiergummi ist, wenn ich jetzt hier sage, nein, das passt mir jetzt nicht so, das möchte ich ein bisschen kürzer haben, kann ich das ausradieren und ich kann auch die Größe des Radierers bestimmen. No. Dann haben wir hier Formen. Und da habt ihr schon ein paar vorgegebene Formen, die sind allerdings praktisch alle mit Krönchen versetzt. Was ich spannend fand, war hier Form diese, weil zum Beispiel, ich nehme jetzt hier einen Kreis, muss hier kurz ein paar Sachen verschieben, damit wir mehr Platz haben. Habe ich hier einen Kreis, da sage ich, die Linie hätte ich gerne so einen Pink, die Füllung hätte ich gerne auch in einem Pink, vielleicht ein bisschen heller und es soll ein satter Stich sein und dann mache ich hier noch eine zweite solche Form rein, mache hier genau das gleiche.
ein bisschen versetzen. Dann kann ich mit dem Stift satter Stich nehmen wir so ein dunkelgrün und sage hier, ich gehe von hier hoch und ich gehe von hier hoch. Einfach gucken, dass ihr hier oben nicht eine zu große Überlappung habt, sonst wird das beim Sticken ein Problem. Ich kann das eigentlich auch durchgängig machen, dass ich hier einfach sage, na, so. Batterie ist wieder bei mir. Ich hoffe, ihr habt es gesehen und vielleicht mache ich es nochmal rückgängig. Wenn ich die Kirsche gemalt habe, dann kann ich hier nochmal über Objekte gehen, wieder über die Formen. Dann haben wir hier auch ein Blatt zum Beispiel. Und etwas, was mir nicht bewusst war, ich habe versucht hier, wie kann ich die Größe verändern? Geht nicht. Und es ist tatsächlich mit, so wie ihr das sonst auf dem Tablet auch macht, größer, kleiner machen. Oder auch drehen mit diesen beiden Fingern. Das heißt, wenn ich jetzt möchte, dass es so ist, ein bisschen kleiner noch, dann kann ich das hier hinschieben und einen satter Stitch machen und die Linienfarbe auch hier mit derselben Farbe, diesem Grün, und füllen. Ihr habt vielleicht gesehen, wenn ich beide markiert habe, kann ich das Füllen nicht auswählen, weil eines ist eine Linie, das andere ist eine Form, geschlossene Form. Das heißt, wenn ich nur hier die geschlossene Form nehme, dann kann ich eine Füllfarbe auswählen. Das ist eine. Und dann könnte man auch ein zweites Blatt noch so ran machen. Und dann könntet ihr die Kirschen immer noch so ein bisschen da dran platzieren. Und so könntet ihr quasi eure eigene Kirsche malen. Oder, wenn ich jetzt alles wieder lösche, was ihr auch noch machen könnt, ist, dass ihr ein Bild einfügt. Ich habe jetzt hier eine Kamera, kann die transparent so ein bisschen runternehmen, sagen erledigt. Und jetzt könnte ich zum Beispiel mit der Linie, mit dem satter Stitch, also wenn ich Kreise habe, würde ich jetzt hier zum Beispiel unter die Form hier einen Kreis einfügen, satter Stitch auswählen und das so ein bisschen größer machen, damit es die Größe von der Linse hat. Und ja, den Rest zum Beispiel hier mit nachzeichnen. Wäre schön, wenn wir schwarz hätten. Könntet ihr jetzt zum Beispiel hier, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt als ich, eure eigene quasi Kamera zeichnen. You're a lonely sailor and your soul is made of wind. Ist jetzt ein bisschen Freestyle, aber nur zum Zeigen, na, ihr könntet hier zum Beispiel ein Motiv zeichnen. Sicher auch super süß, wenn ihr zum Beispiel irgendwas, eine Zeichnung von euren Kindern nehmt und die so nachzeichnet oder die sogar hier drauf zeichnen lasst. Das wäre eine Möglichkeit, genau. Und ja, dann könnten wir weitergehen. Ich sage jetzt mal nicht speichern. Vielleicht speichert ihr es trotzdem, weil ich habe jetzt nicht speichern gesagt, weiter gesagt. Und ja, war dann auch gleich mal weg. Von dem her besser Sachen speichern und dann nachher wieder löschen, wenn ihr sie nicht braucht. Genau. So, jetzt gehen wir hier auf Weiter und dann könntet ihr gucken hier, wie ihr das Ganze dann sticken würde. Genau. Das wäre das, kann ich sagen, erledigt und eben hier Informationen. Das hätte die Größe von 94,8 mm x 88 mm, würde dauern 8 Minuten und die Stickzahl ist 4871 und ich habe nur schwarz. Na? Damit ihr das seht, so könnt ihr auch Designs erstellen. Sage ich erledigt. Das war das Zeichenwerkzeug und jetzt kommen wir noch zu der Option, die eben nur mit dem Abo drin ist, die ich aber schon sehr cool finde. Und zwar, dass ihr etwas, was ihr habt als Bild, umwandeln könnt in eine Stickdatei.
Könnt ihr sagen, von wo, aus der Galerie oder aus einer anderen Quelle. Ich nehme jetzt das kurz aus meiner Fotogalerie. Ich habe hier zum Beispiel meinen kleinen Bären und da kann ich jetzt sagen, Porträt-Konvertierung macht hier keinen Sinn, weil es ist kein menschliches Bild. Ich kann digitalisieren oder ich kann Kreuzstich, das würde dann so aussehen, als ob es von Hand gestickt wäre. Dann kann ich hier sagen Vorschau, dann rechnet er ein Momentchen. Kann ich sagen erledigt und so würde dann meine gestickte Datei in etwa aussehen. Finde ich schon sehr cool, weil, na sagen wir es mal so, ihr könnt natürlich von überall her Dateien herunterladen oder kaufen, aber wenn ich meine eigene Datei, etwas was ich gemacht habe, als Stickdatei haben möchte, dann muss ich das punchen lassen durch einen Designer. Das kostet und das Punchen lernen selber, ich habe das auf meiner Liste, das wird aber durchaus eine Weile dauern, weil das ist nicht ganz so einfach und Stickdateien und die Programme, die man dazu nutzt, da sind wir in einem sehr hohen Bereich. Ich glaube, ich mag mich erinnern, irgendetwas zwischen 1000 und 2000 Franken für so eine Software. Und deshalb finde ich das hier schon sehr cool. Wir werden dann morgen sehen, wie gut es funktioniert, weil das will ich als Patch machen. Das heißt, es ist was ich in Procreate gezeichnet habe und dann jetzt hier einfach umwandeln habe lassen. Kann ja immer die Größe noch ein bisschen anpassen, wenn ich sage, das ist mir eigentlich zu groß. Ich hätte das gerne kleiner. Sage ich Vorschau, dann rechnet er wieder, wie viele Stiche er hier machen würde. So würde das ein bisschen kleiner aussehen und ich könnte hier über Ändern auch immer noch das Bild austauschen und das mit etwas anderem machen lassen und dann das Ganze hier eben speichern. Ich habe das schon gespeichert, von dem her, ja, werde ich das jetzt nicht nochmal machen, sondern ich gehe auf Ändern. Ich habe vorhin gesagt, wir haben nur 30 Schriftarten zum Beispiel. Ich habe aber einen Spruch, den ich in einer bestimmten Schriftart haben möchte und deshalb habe ich das Ganze einfach in Procreate gemacht. Das ist die hier. Gib jedem Tag die Chance, der schönste Tag deines Lebens zu werden. Das ist Mark Twain und da habe ich habe es ein erstes Mal probiert mit einer anderen Schriftart, hat dann aber nicht so gut funktioniert, weil sie zu dünn war. Bin ich ein bisschen dicker gegangen und dann habe ich gemerkt, dass beim R hier diese kleine Schlaufe, die war auch zu wenig, von dem her hat es die einfach abgeschnitten und der Punkt beim Ausrufezeichen war auch zu klein. Das heißt, ich habe dann in Procreate ganz einfach da noch das nachgezeichnet, damit es ein bisschen besser ersichtlich ist und jetzt kann ich hier ganz einfach Sachen digitalisieren und sagen erledigt. Es wird jetzt also erfüllt, zum Beispiel beim O, also überall wo ich geschlossen habe, da füllt er es aus, aber ich kann dann bei der Umsetzung einfach sagen, ich lasse den weißen Faden weg, dann wird er das Ganze nur mit dem Schwarz machen. Genau, ich sage hier mal erledigt. Mache ich jetzt nicht speichern, weil ich habe schon gespeichert und dann hättet ihr eben hier euer Bild und wie gesagt, ich würde dann mit dem Weißen, das würde ich nicht machen, aber da sehe ich jetzt auch die Größe, das ist circa 9 cm mal 3,5 cm, dauert 12 Minuten, genau. Und so könnte ich das sticken, das werde ich tatsächlich morgen auch als eine der Dateien verwenden. Das war das hier. Jetzt gehe ich nochmal auf meine Kreationen, um zu gucken, habe ich euch alles gezeigt. Vielleicht auch hier noch ein Hinweis. Ich habe eine ITH-Datei, also in der Hoop-Datei. Und wenn ich da auf Bearbeiten gehe, kann ich die Farben angucken und das hilft jeweils auch so ein bisschen. Also hier ist jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Er würde hier zum Beispiel zuerst den Faden machen. Das heißt, er zeichnet mir an, wo ich mein Material, das erste Material hinlegen will. Dann macht er das fest mit dem zweiten Faden. Der dritte ist dann, dass er mir anzeichnet, wo ich die nächste Farbe an Material, also an Stoff hinlegen würde. Dann würde er das nähen. Dann macht er mir diese Stickereien, damit ich die Augen, Nase, solche Sachen habe.
dann die weißen Aussparungen, dann die Wangen. Dann hat er hier oben ein Krönchen, da zeigt er mir an, also würde er das nähen, damit ich weiß, wo ich das Krönchen nach innen legen muss. Und dann würde ich hier auch schon den Stoff, den ich dann seitenverkehrt drauf lege, würde ich hier drauf legen. Dann würde er das hier erst festmachen und dann das rote noch hier ringsherum. Hier unten natürlich nicht, weil ich da die Wendeöffnung habe. So ist eine in the Hoop-Datei angelegt und so seht ihr dann eben auch schön die einzelnen Schritte, die hier gemacht werden müssen, um dann die Datei umzusetzen. Das war die in the Hoop-Datei. Applikationsdatei sehen wir dann morgen auch. Den Patch habe ich euch gezeigt, den wir morgen machen werden, plus die Schrift. Das sind so die 4 Dateien, die ich euch morgen zeigen werde. Genau. Ich hoffe, das war für euch hilfreich, dass ihr euch da so ein bisschen besser zurechtfindet. Ich fand es ein bisschen spannend. Ich habe als Vorbereitung wirklich versucht, mir so viele Videos wie möglich anzugucken, aber da ist echt nicht viel da. Ganz ehrlich gesagt. Ja, von dem her hoffe ich wirklich, dass das jetzt für einige hilfreich ist, dass ihr euch da mit der App auch ein bisschen besser zurechtfindet. Somit eben, ich hoffe, es war hilfreich, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain and spoiled champagne.